Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube mit dem krassesten Menschen, der trotz dieser Krise hier wirklich immer noch am Start ist und so viele Videos raushaut wie noch nie zuvor. Vielleicht fast. Ich bin hier auch gerade wieder im Livestream. Wer es leider wieder verpasst hat, abonniert den Kanal, Glöckchen an für den Ehrenmann. Nicht vergessen, es lohnt sich wirklich. Ansonsten, wenn da irgendwas mit YouTube nicht stimmt, deabonniert den Kanal und abonniert den direkt wieder. Vielleicht geht's dann, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Mit der Glöckchen, mit der Glocke vielleicht auch. Einfach mal ausklicken und dann wieder anklicken, vielleicht geht's dann. Keine Ahnung. YouTube ist überfordert, beziehungsweise YouTube macht es auch teilweise so, dass wenn etwas released wird, also ich ein Video raushaue, dass es nur an eine bestimmte Gruppe von Zuschauern, die das sehr wahrscheinlich auch gucken, rausstreut. Das ist etwas, was ich mal von YouTube selber in irgendeinem Video gesehen und gehört habe, und ich glaube, es stimmt auch, weil die eben meinten, dass eben so viele Videos wie released werden, können die nicht immer an alle Abonnenten gleichzeitig rausspreaden, weil es sind ja einmal Push-Notifications, E-Mails, lalala und so weiter. Aber trotzdem immer Glöckchen an oder auf Twitch auch natürlich abonnieren, weil ich gleichzeitig auf Twitch und YouTube streame. So, Ox40 hat mich wieder einmal dermaßen bestochen mit den Donations, die unten auch hier in der Description drin stehen, und auch funktionieren die Donations übrigens, wenn ihr nicht im Livestream seid, könnt ihr trotzdem donaten und mich und diesen Kanal damit unterstützen, natürlich Dana auch damit. Er hat gesagt, ich soll unbedingt auf Denzel Curry hier reagieren und das Ganze analysieren mit dem Titel Diet. Ich kenne die Nummer tatsächlich noch nicht. Denzel Curry ist mir erstmal nicht eingefallen, aber wenn ich seine Stimme höre, weiß ich bestimmt gleich. Ich habe, glaube ich, auch schon was von ihm in meiner Spotify Top 20 Playlist gehabt, die unten übrigens auch verlinkt ist, der ihr auch kostenlos folgen dürft, die ich jeden Freitag aktualisiere. See, Denzel, the lesson here is patience. Kenny Beats kenne ich natürlich. The lesson here is fuck this place. Let's get the fuck out of here. Oh, eine alte Diskette, cool. Kenny? Kenny. The man's here. There's no fear. Came through with no tears. I don't cry. Matter of fact, I don't lie like a bedside. To tell the truth, then I tell you what it is or what it ain't. Please roll me up another dank, another smoke. Though I see it as the antidote to cure my daily anecdotes. I see my thoughts as adios. Finito. I get New Jerseys like I was a Guido. The ego gotta be vetoed if you want a free throw. The evils stay with the scripture, what your mama read you. You gotta milk the game, son. I couldn't bottle feed you. This next bar was about to do some logic shit, but now I gotta stop the shit and let me pop my shit. Drama still added on, staying positive. All my niggas on my side on the opposite. Get money from a show, then deposit it. Yo, shows got no hoes, I acknowledge. Yeah, man, die so Power. braggadocious, spit sick shit, it's atrocious. Rising like the stock broken. The Shogun came through with no gun. One man, Ichiban, fresh out of Japan. Do it like a man, and what I demand is some fucking peace and quiet. Told him, please go to church and please get on the diet. Shootbox came with the doo-wop. 1 billion and 2 cops can't find Tupac. 2 shots, that's 2 grazed in 2 days. What goes up must come down on ja, Tuesday. siehste? And I don't Automation. like Pixar, Miss Star, I am the master. I came through like a bastard. Nobody followed my style. People say I would fall up, but I've been here for a while, so nope. Are you ready for the motherfucking giant, the tyrant, the titan, the ogre, the lycan, the vampire, taking over empires? Yeah. The game was a tooth, I'm a fucking pair of pliers. We gon' do 'em Vinny style. As you can see, this nigga got many styles. No too many niggas that got semi-rounds. And cold like ice, put thorns to your crowns. You go out like Christ, my nigga. Get money from a show, then deposit it. Yo, shows got no hoes, I acknowledge it. So braggadocious, spit sick shit, it's atrocious. Rising like the stock broken. The Shogun came through with no gun. One man, Ichiban, fresh out of Japan. Do it like a man, and what I demand is some fucking peace and quiet. Told him, please go to church, and please get on the diet. Geil. Hammer, richtig geil. Ja, alter Ox40, erstmal vielen, vielen Dank. Richtig geile Empfehlung hier aus dem Live-Chat, hier aus dem Livestream. Ey, mega geiles Ding. Vom Vibe her, so vom Groove her, so komplett anders. No fear, came through with no tears. Weil irgendwie, da ist schon ein Sample. Ne, das ist wie so ein Percussion-Sample und das ist so richtig krass moduliert worden, dass es so voll unnatürlich klingt. Also ich glaube, es wurde besonders breit gezogen und
irgendwie einige Frequenzen vor ihn rausgezogen. Also mit breit meine ich im Panning. Ich kann das jetzt nicht imitieren, aber es ist so Percussion-mäßig. Es hat einen rhythmischen Faktor, aber es ist kein reines Percussion-Instrument und definitiv ein Sample. Okay. Jetzt höre ich es besser raus. Das müssen irgendwelche afrikanischen Percussions sein, die aber auch Klang haben, also die Klingen, die einen gewissen Ton haben. Und das Ganze wurde höchstwahrscheinlich gut verlangsamt, um einiges verlangsamt, habe ich den Eindruck. Wobei, ja, doch schon gut verlangsamt. Und dann aber auch eben frequenztechnisch wurde einiges rausgezogen, damit es nicht stört und zu viel Platz einnimmt in der Beatproduktion. Und genau, dieses super Breite halt. Das ist dieses Sample, was im Hintergrund läuft, aber es gibt einem eben schon so einen Groove. Ne, so ungefähr ist der Rhythmus. Ja, fast. Kenny? Und dann hier diese Kick mit diesem kurzen Bass und so drunter. Und es ist sowieso vom Groove ist es sehr so, ja, so laid back, sehr swingy, so ist schon. Ja, sehr laid back. Und das macht halt super, super viel aus, dass man einmal diesen Laid-Back-Charakter hat, weil man Groove hat, man bekommt Bounce, er spielt sehr minimalistisch, also Kenny Beats, sehr minimalistisch hier den Bass ein, auch super, super wichtig. Und dann eben diese immer nur einmal kurz Bass anschlagen, boom. Adios, finito. I get New Jerseys like I was a genau. Guido. The ego gotta be vetoed if you want a free throw. The evils. Boom, boom, boom. Fertig. Aber dieser Basssound einfach so on point, sehr, sehr cool. Und tatsächlich ist es, glaube ich, kein harmonisches Sample da. Da ist nur dieses, was ich gerade beschrieben habe. Though I see it as the antidote to cure my daily anecdotes. I see my thoughts as adios. Finito. I get New Jerseys like I was a Guido. The Da geht auch so viel halt ab mit irgendwelchen Soundeffekten und natürlich mit den ganzen Nachvertonungs- bzw. Sounddesign für den Comic, der übrigens sehr, sehr geil ist, sehr, sehr stark. Man hört hier alles eben nachvertont, wie zum Beispiel die Gorillas und so weiter. Aber auch so Ambient-Geräusche von einem Dschungel und ähnliches. Es geht hier halt einiges ab, Sound-Design-technisch. Der Beat selber ist eigentlich super, super simpel strukturiert und ich höre eigentlich nicht mal ein harmonisches Instrument wie zum Beispiel ein Klavier oder ähnliches raus. Das ist schon krass. Na gut, der Bass. Der Bass ist natürlich ein harmonisches Element, aber der Rest ist Drums und Percussion. Hier ist so ein Adlib oder so ein Vocal Chop, der hier. Okay, oder so. Okay, so ganz weit im Hintergrund hört man das. Jetzt kommt hier so ein Pad rein, das hier einen liegenden Akkord spielt. Relativ dezent im Hintergrund, aber setzt halt schon so ein bisschen dieses. Quatsch. Ja. Ich weiß halt nicht, wie der Song auf Spotify klingt, ob diese Sounds auch mit eingebaut sind, ob das schon direkt so extra bedacht wurde, dass die Produktion so sein soll. Aber das, was ich gerade als Pad beschrieben habe, ist natürlich hier der gut. Aber es passt halt tonal, deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie da schon das extra so eingebaut haben. Das soll einfach sein Glow sein, der hier nachvertont wurde. Ne, und klingt dann auch langsam aus. Coole Drum-Fill-Ins, die Drums sowieso selber klingen sehr, sehr organisch, als ob das irgendwie mit einem echten Drumset eingespielt wäre. Sind natürlich sicherlich trotzdem Samples. Hier auch wieder geile Effekte. Also sehr, sehr, so viele solcher Sachen, wie die dann genau erstellt wurden und so, ist immer
schwer nachzuvollziehen, sehr, sehr viel Gerate natürlich. Da will ich euch das natürlich ersparen, aber Shootbox came with the doo-wop. 1 billion and 2 cops can't find Tupac. 2 shots, that's 2 grazed in 2 days. What goes up must come. das war halt hier geil, weil der Vocal-Effekt live zurückdreht, sozusagen. Das schafft man natürlich mit einem Plugin, wo man eben erstmal diesen Effekt macht. 2 shots, that's 2 grazed in. Das wird irgendwie so Pitch-Correction-mäßig irgendwas gewesen sein. Und dann mit einer Automation kann man quasi den Hebel, der die Tonhöhe bestimmt, dann runterdrehen lassen. Das heißt, während der Song läuft, programmiert man quasi und sagt dem Programm, yo, dreh mal diesen einen Hebel von dem Punkt zum nächsten Punkt runter. Wer von Videoschnittprogrammen kommt, wie zum Beispiel Adobe Premiere und etc., würde man das vielleicht auch Automation bezeichnen, nicht unbedingt, aber da arbeitet man eben mit Keyframes und da ist es eben so ähnlich. Da sagt man von einem Keyframe zum nächsten Keyframe soll zum Beispiel der Zoom kommen oder sowas, soll er sich langsam das Bild größer werden. Tupac. 2 shots, that's 2 grazed in 2 days. What goes up must come down on Tuesday. Ne, und dann komplett runtergedreht, dass er dann über seine Originalstimme ist von der Tonlage und dann auch tiefer. And I don't like Pixar, Miss Star, I am the Master, I came. Der Text, der Flow, diese ganzen kreativen Stilelemente, die hier reingebaut wurden, das mag zwar so der erste Eindruck, und selbst wenn man den Song gehört hat, wirkt er gar nicht so stressig und so voll. Das heißt, als ob da nicht viel Arbeit drin gewesen wäre, man hat den schnell irgendwie hinproduziert, aber da sind so viele krasse Detailsachen drin, dass da definitiv, und gerade, ihr wisst es, der Teufel steckt im Detail und da eben auch die ganze Arbeit. Also das ist super, super viel und das merkt man hier einfach ganz, ganz klar. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Da merkt man, dass man nicht so viel dann immer an Instrumenten reinballern sollte, sondern eher lieber Details ausbauen, schöne Finessen, schön dekorieren, Sachen reinmachen, damit das Ganze sich eben abhebt und einen eigenen Charakter bekommt. Und das ist auch immer, was ich sehr, sehr oft sage. Achtet mehr auf ein Sounddesign, als da irgendwie die krassesten VSTs zu benutzen oder immer die überkrassen Jazz-Akkorde oder sonst irgendwas. Das ist der Key, glaube ich. Zumindest. Any styles, no too many niggas that got semi-rounds. And cold like ice, put thorns to your crowns, you go out like Da einzelne so Töne auf einmal. put thorns to your crowns. Nein, wie so ein Klavierton, so ein Bunk. Put thorns to your crowns, you go out like Christ, my nigga. Okay. Und dann spielt es kurz weiter. Es könnte sein, dass es sogar von dem Sample, von dem Original-Sample, den ich am Anfang beschrieben habe, der so perkussiv ist, dass es einer der Töne war, nur hochgepitcht und also total abgefahren. Ich kann mich hier dumm und dämlich raten. Ich sehe es schon, es ist einfach eine mega geile Produktion, definitiv. Hier von Dan Secure und Kenny Beats Titel mit Diet. Cool, ja. Gewünscht wurde sich das hier von Ox4G aus dem Chat, den ich gerade hier irgendwie nicht so richtig verfolgen kann, weil das alles heute dummerweise nicht funktioniert. Die letzten Male ging es sehr, sehr gut. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr noch mehr interessiert seid, genauso gut hören zu können wie ich, benutzt dieselben Werkzeuge wie ich. Da fängt es schon mal an. Und eins dieser Werkzeuge sind natürlich die Kopfhörer. Das heißt, es ist einfach eine klare Empfehlung von mir. Ich lege sie mal kurz beiseite, um ein Thumbnail zu machen und ihr dürft sie noch besser dann sehen. Ganz, ganz heißer Tipp. So, ja. Es gibt in verschiedenen Ohm-Varianten, das habe ich schon ein paar Mal erklärt. Mache ich jetzt nicht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Es gibt mittlerweile so viele Zuschauer, die das, glaube ich, schon wissen und gelernt haben. Da beantwortet sich das bestimmt jemand. Ansonsten mache ich das. So, also bis zum nächsten Video und abonnieren nicht vergessen und tschüss.